Wenn unsere Vorfahren heute in einer Stadtwohnung aufwachen würden, würden sie wahrscheinlich über das lachen, was wir Dekoration oder Komfort nennen. Für sie war jeder Gegenstand nützlich und jede Ecke eine Ressource. Ihr seid alle wie moderne Sklaven aufgewachsen. Ihr wollt, dass das Licht angeht, wenn ihr einen Schalter drückt und das Wasser fließt, wenn ihr ein Ventil öffnet. Aber eure Vorfahren hätten das nicht akzeptiert. Sie lebten in dem Wissen, dass das System sie eines Tages im Stich lassen würde. Nun werde ich euch in 25 Punkten erklären, wie unsere Vorfahren dachten und die Dinge sahen. Dieses Video soll uns helfen, diese verloren gegangene, uralte Perspektive wiederzuerlangen. Fangen wir an. Erstens, sie spürten den Verrat des Systems in der ersten Sekunde. Während wir darauf warten, ob der Strom wiederkommt, verstanden unsere Vorfahren, dass das System in dem Moment zusammengebrochen war, als es nicht mehr funktionierte. Logik der Vorfahren. Wenn kein Wasser aus dem Hahn kommt, ist dieses Gebäude nur noch ein Haufen Beton. Optimale Lösung. Ihre erste Aufgabe wäre die Untersuchung des Aufzugsschachts, des Treppenhauses und der Statik des Gebäudes. Erstens, sie würden das Gebäude wie eine Höhle analysieren und intuitiv schüren, woher der Wind wehte und wie stark die Sonne die einzelnen Räume erwärmte, ohne auf den Thermostat zu schauen. Zweitens, sie sahen Materialien, nicht Objekte. Wir betrachten einen Stuhl als etwas zum Sitzen. Unsere Vorfahren sahen ihn als Brennstoff, Barriere oder Fallenteil. Optimale Lösung. Sie würden alle Vorhänge im Haus abnehmen und daraus Kleidung oder Isolierung herstellen. Sie würden keine Teppiche auf den Boden legen, sondern sie an die Wände hängen. Festungsisolierung. Sie würden Plastikflaschen zerschneiden und Seile daraus machen, Schnur, wodurch sie den synthetischen Abfall der modernen Welt in das stärkste Bindematerial der Urzeit verwandeln. Drittens, sie suchten Ressourcen in der Stadt, nicht im Boden. Unsere Vorfahren waren Jäger. Sie folgten in der Stadt den Spuren wie im Wald. Optimale Lösung. Sie suchten nicht am Bach nach Wasser. Stattdessen gingen sie ins unterste Stockwerk des Gebäudes, in den Heizraum. Er wusste, dass sich dort jeder Tropfen Wasser sammelte, der durch die Schwerkraft herabrieselte. Er fing die Feuchtigkeit auf dem Dach mit Laken auf, das reine Wasser, destilliertes Wasser, das aus den Klimaanlagen austrat. Für sie war die Stadt ein Betondschungel mit verborgenen Ressourcen. Vierte, graue Männer waren ihre Natur. Unsere Vorfahren wuchsen mit dem Wissen auf, dass in der Wildnis alles sichtbare Beute ist. Optimale Lösung, was wir heute Schleichtaktiken nennen, ist für sie ein Überlebensreflex. Er würde niemals zulassen, dass Rauch oder Lärm aus seiner Wohnung drang. Sie entzündeten ihr Feuer nicht mitten im Raum, sondern an einem kleinen, effizienten Ort nahe dem Kamin, in einer Ecke, wo das Licht von außen nicht sichtbar war. Sie nutzten die Stille als Waffe. Fünftens, kollektives Gedächtnis und Disziplin. Unsere Vorfahren wussten, dass Einsamkeit den Tod bedeutete. Die optimale Lösung, wenn es Menschen gab, denen sie im Wohnhaus vertrauen konnten, gründeten sie sofort eine Gemeinschaft. Wer beherrscht welche Fähigkeiten? Wer kann Wache halten? Wer versteht den Schöpfer? Sie legten die Individualität des modernen Menschen ab und verwandelten das Gebäude in einen lebendigen Organismus. Man musste dem Großvater kein GPS oder eine Solaranlage geben. Gebt ihm eine Wohnung und beobachtete ihn. Er würde aus Beton Wasser, aus Stoff Rüstung und aus Stille Sicherheit gewinnen. Denn er blickte nicht auf die Gegenstände, sondern auf die Wahrheit darunter. Sechste, Wärme ist Beute. Du musst sie einfangen. Der moderne Mensch legt einen Schalter um und wartet, bis sich das Haus aufheizt. Unser Vorfahre wusste jedoch, dass Hitze wie ein Tier ist, das flieht. Logik der Vorfahren. Wärme ist wie ein Vogel, der nach oben fliegt. Wenn man sie nicht an der Decke einfangen kann, stirbt man. Maximale Lösung. Er würde die hohen Decken der Wohnung absenken. Er würde eine abgehängte Decke aus Blechen oder Plastik anbringen. Er würde das zu beheizende Volumen halbieren und durch das Aufhängen von Teppichen an den Wänden die Kälte des Betons abschirmen. Wir nennen das Isolierung. Er würde es Verengung der Höhle nennen. Siebte, Metall ist der Stahl der Stadt. Für unsere Vorfahren ist Metall Leben. In der Stadt ist Metall allgegenwärtig, aber wir betrachten es als Haushaltsgeräte. Logik der Vorfahren. Metall, das man nicht schneiden kann, ist nur Gewicht. Metall, das man formen kann, ist ein Schwert. Maximale Lösung. Er würde die Kabel und Kupferrohre von der Rückseite des Kühlschranks entfernen. Er fertigte daraus Fallen, Angelhaken, wenn Wasser in der Nähe war, oder provisorische Nähnadeln. Er entfernte die Waschmaschinentrommel und baute sie im Freien zu einer sicheren Feuerstelle um.
So konnte er die Glut verbergen und den Rauch kontrollieren. 8. Der Luftstrom ist das Flüstern der Stadt. Wir bemerken den Wind erst, wenn uns kalt ist. Unsere Vorfahren nutzten den Wind zur Navigation und zur Reinigung. Logik der Vorfahren. Wo keine Luft hineinkommt, gibt es Krankheiten. Wo zu viel Luft hineinkommt, gibt es Diebe. Optimale Lösung. Er würde die Luftzirkulation, Thermolüftung im Treppenhaus des Wohnhauses analysieren. Mit Hilfe dieser natürlichen Luftzirkulation würde er herausfinden, wie man Gerüche vom Kochen oder der Abfallentsorgung nach oben und nach außen ableiten kann, anstatt sie ins Gebäude eindringen zu lassen. Er würde die verschmutzte Luft an ihrem Geruch und die Luftfeuchtigkeit an der Beschaffenheit der Wände erkennen. 9. Höhe ist Festung und Falle zugleich. Moderne Menschen betrachten den 15. Stock als Statussymbol. Unsere Vorfahren sahen ihn als Wachturm, aber auch als belagerten Hügel. Logik der Vorfahren. Der Hügel, den du nicht hinabsteigen kannst, gehört dir nicht. Optimale Lösung. Seine erste Aufgabe wäre es, alternative Abstiegsmöglichkeiten zu finden. Er würde Vorhänge, Laken oder Stromkabel, nachdem er deren Festigkeit geprüft hat, zusammenbinden, um eine Notabseilvorrichtung zu schaffen. Sie entwarfen die Treppe nicht nur zum Aufstieg, sondern wie ein Bachbett, um Steine, Möbel oder schwere Gegenstände von oben herunterrollen zu lassen. 10. Licht ist der größte Verrat. Unsere Vorfahren lernten, sich bei der Jagd mit den Schatten zu tarnen. In der modernen Stadt wird Licht als Sicherheit wahrgenommen. Logik der Vorfahren. Dunkelheit ist dein Freund. Licht ist das Auge deines Feindes. Maximale Lösung. Sie benutzen nachts niemals weißes Licht. Sie spannen ein rotes Tuch vor das Feuer oder die Lampe, um die Nachtsicht zu schützen und nicht entdeckt zu werden. Sie schlossen die Fenster nicht einfach, sondern tarnten sie mit einem staubigen, schmutzigen oder kaputten Aussehen, um von außen den Eindruck zu erwecken, dass hier niemand wohnt. 11. Wasser ist nicht nur zum Trinken da, es ist eine Waage und eine Waffe. Moderne Menschen sehen nur das Wasser in ihrem Glas. Unsere Vorfahren hingegen berechneten Gewicht und Bewegung des Wassers. Logik der Vorfahren. Stehendes Wasser stirbt, fließendes Wasser leitet und angesammeltes Wasser ist Kraft. Optimale Lösung. Als die Wasserversorgung unterbrochen wurde, suchten unsere Vorfahren nicht nur nach Trinkwasser. Sie nutzten das Gewicht des Wassers, um Türen, Fenster und Schwachstellen zu verstärken. Sie stellten 20 Liter Wasserkrüge als Gegengewicht hinter die Türen. Ein Flaschenzugsystem. Dadurch entstand ein Mechanismus, der, wenn die Tür aufgebrochen wurde, einen schweren Schrank umstieß oder eine Alarmglocke auslöste. Alles mit Hilfe der Schwerkraft des Wassers. Kurze Geschichte. In Zeiten großer Hungersnot weinte mein Großvater nicht, wenn das Wasser im Brunnen knapp wurde. Er konnte die Härte des kommenden Winters am Schlamm ablesen, aus dem das Wasser geschöpft wurde. Wäre er in der Stadt gewesen, hätte er am letzten Zischen der Rohre erkennen können, wo das System verstopft war und in welchem Stockwerk noch Wasser stand. 12. Glas ist die gefährlichste Transparenz der Stadt. Wir sehen Glas als Aussichtspunkt, unsere Vorfahren aber als Schadensquelle. Die Logik unserer Vorfahren. Das Glas, durch das du nicht sehen kannst, ist dein Auge, aber das Glas, durch das du sehen kannst, ist dein Grab. Maximale Lösung. Zuerst würden sie die Fenster mit Klebeband oder Stoffstreifen in X-Form abkleben, um zu verhindern, dass die Glassplitter bei einer Explosion im Inneren herumfliegen. Aber sie würden noch weitergehen. Sie würden ein Luftkissen schaffen, indem sie transparente Nylonfolien vor das Glas spannen und so die kalte Außenluft zwischen den beiden Schichten einschließen. Die Glasscherben würden sie niemals wegwerfen, sie würden sie zerdrücken und vor den Haustüren verstreuen. Dieses Knistern unter dem Stiefel eines Fremden, der sich nachts lautlos nähert, ist zuverlässiger als die teuerste Alarmanlage. 13. Stoff ist nicht nur zum Bedecken da, er ist ein Transportmittel. Wir nennen Laken Bettwäsche. Unsere Vorfahren nannten sie gewebte Seile. Logik der Vorfahren. Jede Faser, die mit einer anderen verbunden ist, bildet eine Brücke, die dich nach oben oder unten bringt. Optimale Lösung. Wenn die Aufzüge in der Stadt stehen bleiben, werden Treppen zum Versteck. Unsere Vorfahren schnitten und drehten Laken und Vorhänge in Streifen, um Tragesysteme zu schaffen. Sie ließen einen Eimer von Fenster zu Fenster hinab, um sich gegenseitig zu helfen oder Ressourcen auszutauschen, ohne das Risiko einzugehen, nach oben zu steigen.
Ein Laken ist nicht nur eine Decke, es ist eine Trage, ein Seil, ein Schutzschild. 14. Essen sollte im Kopf enden, bevor es im Magen landet. Der moderne Mensch fragt, was werde ich essen? Unsere Vorfahren fragten, wie lange wird mich diese Nahrung sättigen? Logik der Vorfahren. Hunger tötet dich nicht, sondern die Panik, die der Hunger auslöst. Optimale Lösung. Er kochte nicht einfach eine Packung Reis und aß sie sofort auf. Er zerlegte sie in Energieeinheiten. Er nutzte die Nahrung nicht nur zum Kauen, sondern auch, um Körperwärme zu speichern. In den schwierigsten Momenten verschwendete er nicht einmal die Hitze des Holzes oder Gases, mit dem er kochte. Er umklammerte den Topf mit den Füßen und befeuchtete so seine Lungen und den Raum mit dem aufsteigenden Dampf. Jede Kalorie bedeutete eine Minute Schutz. 15. Duft ist die geheimste Spur. Wir wollen gut riechen, unsere Vorfahren wollten nichts riechen. Logik der Vorfahren. Der vom Wind getragene Duft ist eine Einladung für den Jäger. Maximale Lösung. Den Duft einer heißen Suppe zu verbreiten, wenn alle in der Stadt hungrig sind, bedeutet, eine ganze Armee anzulocken. Unsere Vorfahren öffneten beim Kochen nicht das Fenster, um den Geruch zu unterdrücken. Dadurch würde er sich nur nach draußen verbreiten. Stattdessen hängten sie, falls vorhanden, feuchte Tücher in die Lüftungsschlitze, um diese zu filtern. Er unterdrückte sogar seinen eigenen Körpergeruch mit Asche oder Erde. In der Stadt ist es nicht der Geruch von Sauberkeit, sondern der Geruch der Leere, der dich am Leben erhält. Die Stadt versprach dir Komfort und fesselte dich mit diesem Versprechen. Deine Vorfahren aber wussten, wie man Ketten einschmilzt und daraus Speere fertigt. Eine Wohnung ist kein Gefängnis, sondern ein Munitionsdepot, wenn man sie mit den richtigen Augen betrachtet. 16. Die Zeit liegt im Schatten, nicht in der Uhr. Moderne Menschen verlieren ihr Zeitgefühl und geraten in Panik, sobald der Strom ausfällt. Unsere Vorfahren hingegen maßen die Zeit in ihren Knochen. Ahnenlogik. Wer der Sonne nicht folgt, verliert sich in der Dunkelheit. Optimale Lösung. Er blickte nicht auf seine Uhr, sondern auf den schmalen Lichtstreifen, der durchs Fenster fiel. Mit Kohle oder einem Messerstrich zeichnete er seine eigene Sonnenuhr an die Wand. Er verteilte seine Energie nach dem Stand der Sonne. Die schwerste Arbeit verrichtete er im Morgengrauen, die leiseste in völliger Dunkelheit. Die Nacht nutzte er nicht zum Schlafen, sondern zur Ruhe. Denn wenn Stille einkehrt, beginnt die Stadt all ihre Geheimnisse zu flüstern. Erst dann erkennt man, wer schwach ist und wer sich nähert. 17. Asche und Staub sind das Gold der Stadt. Wir nennen Asche Schmutz. Unsere Vorfahren nannten sie Wunder. Ahnenlogik. Die letzte Asche des Feuers ist der Freund, der dich reinhält und deine Wunden heilt. Optimale Lösung. Wenn er etwas verbrennen musste, warf er die Asche niemals weg. Er mischte sie mit Wasser zu Eichenaschewasser, Lauge, einem Desinfektionsmittel. Damit reinigte er fettige Pfannen, schmutzige Hände und sogar keimverseuchte Oberflächen. Noch wichtiger war, dass er stinkende Abfälle mit Asche bestreute. Asche wirkt wie ein Siegel, das Gerüche und Verwesung einschließt. Wenn in der Stadt die Kanalisation bricht, überlebt der Mann mit der Asche in der Hand. Kurze Geschichte. In alten Kriegen, als unser Dorf belagert wurde, bestrichen sich die Frauen mit Asche, sowohl um nicht erkannt zu werden, als auch um sich vor Krankheiten zu schützen. In der Stadt bedeckten unsere Vorfahren ihre helle, saubere Kleidung mit Stadtstaub und Asche, um keine Aufmerksamkeit zu erregen. Alles, was glänzt, zieht Kugeln an. 18. Lärm ist der Vorbote des Todes. Stille ist ein Hinterhalt. Der moderne Mensch fürchtet die Stille. Er will sofort etwas hören. Unser Vorfahre hasste Lärm. Logik der Vorfahren. Jeder Schritt, der ein Geräusch macht, ist eine Sekunde, die dir im Leben gestohlen wird. Optimale Lösung. Er würde nicht mit seinen Schuhen im Wohnhaus herumlaufen. Schuhe sind hart, sie hallen auf dem Beton wider. Er würde alte Socken oder Stofffetzen um seine Schuhe wickeln. Er würde darauf achten, dass jeder Schritt, den er tat, leise war. Er würde den letzten Tropfen Öl oder ein Stück Seife opfern, um die Türangeln zu schmieren.
Eine knarrende Tür ist ein Signal, dass man da ist. Er betrachtete es als die höchste Kunst der Verteidigung, sich wie ein Schatten im Haus zu bewegen, lautlos. 19. Plastik und Nylon sind die neue Haut der Stadt. Unsere Vorfahren verarbeiteten Tierhäute, aber die Stadt ist voller Nylon. Logik der Vorfahren. Alles, was wasserdicht ist, ist ein Schild, der dein Leben schützt. Optimale Lösung. Er unterschätzte niemals Einkaufstüten. Er flocht und verdrehte sie zu unzerbrechlichen Seilen. Um seine Füße trocken zu halten, zog er eine Plastiktüte über seine Socken und wickelte dann eine weitere Stoffschicht darüber. Nasse Füße sind wie ein besiegter Soldat, pflegte er zu sagen. Er fertigte Regenmäntel aus Müllsäcken an und spannte sie in mehreren Lagen als Hitzeschild über die Fenster, um Wärmeverlust zu verhindern. 20. Kommunikation jenseits der Mauer. Moderne Menschen sind sprachlos, wenn ihr Telefon ausgeschaltet ist. Unsere Vorfahren hingegen wussten, wie man ohne Worte versteht. Logik der Vorfahren. Wo der Schall nicht hinkommt, kommt das Zeichen. Optimale Lösung. Er sendete seinem Freund unten eine Nachricht. Ich bin in Sicherheit oder ich bin in Gefahr, indem er beispielsweise einen einfachen Blumentopf hinter das Fenster stellte oder die Farbe eines Tuchs wählte, das er an das Balkongeländer hängte. Rhythmische Klopfgeräusche an den Wänden. Er musste keinen Morsecode beherrschen. Es waren einfache Rhythmen, die sie untereinander entwickelten, dienten ihm als Radio. Er wusste, wie man lautlos ein Kommunikationsnetzwerk aufbaut. Verstehst du? Sie brauchten keine Taktiken. Alles, was sie brauchten, war ein Verstand, um das ihnen zur Verfügung stehende Material zu beherrschen. Man sollte sich nicht wie Gefangene verhalten, die auf den Aufzug warten, sondern wie alte Strippenzieher, die jede Zelle dieses Gebäudes nutzen. Die Stadt will dich in die Knie zwingen. Deine Vorfahren wussten, wie man Beton in die Knie zwingt. 21. Der Mensch ist die gefährlichste Ressource. Du musst ihn verarbeiten. Der moderne Mensch betrachtet seinen Nachbarn als Fremden und in Krisenzeiten als Bedrohung. Unser Vorfahre hingegen sah ihn entweder als Last oder als Soldat. Logik der Vorfahren. Jede Hand, die nichts zu tun hat, wird dich eines Tages an der Kehle packen. Entweder du lässt sie arbeiten oder du hütest dich vor ihr. Optimale Lösung. Unser Vorfahre würde nicht im Wohnhaus lauern. Er würde 2 bis 3 vertrauenswürdige Personen auswählen und die Hausordnung festlegen. Wer kann gut nähen? Wer versteht etwas von Schmiedearbeiten? Wessen Augen sind scharf und können Wache halten? Er würde jedem eine Aufgabe zuweisen. Denn ein beschäftigter Mann fürchtet sich nicht, und wer sich nützlich fühlt, wird nicht verraten. Er würde das Wohnhaus in eine Art Solidaritätszelle verwandeln. 22. Nicht die Tür, sondern die Schwelle ist geschützt. Wir vertrauen Stahltüren. Unser Vorfahre wusste jedoch, dass Sicherheit nicht an der Tür, sondern im Flur beginnt. Logik der Vorfahren. Wenn der Feind vor deiner Tür steht, hast du den Krieg bereits verloren. Du musst ihn auf der Treppe aufhalten. Optimale Lösung. Er würde sich nicht in seiner Wohnung einschließen und auf den Tod warten. Er würde die Treppenhäuser in Labyrinthe verwandeln. Überflüssige Möbel würde er in den Fluren so anordnen, dass ein Fremder, der im Dunkeln eintritt, stolpern und bei jedem Schritt Geräusche machen würde. Verteidigung liegt in der Tiefe, würde er sagen. Er würde das oberste Stockwerk als Überwachungsbereich, die mittleren Stockwerke als Wohnräume und das Erdgeschoss als leeren und unheimlichen Fallenraum gestalten. 23. Gemeinsame Küche, gemeinsames Schicksal. Moderne Menschen haben ihre eigenen Vorräte. Unsere Vorfahren jedoch kannten die Macht des gemeinsamen Feuers. Logik der Vorfahren. Lass lieber eine Feuerstelle rauchen als 10. Es gibt weniger Rauch und mehr Wärme. Optimale Lösung. Er würde nicht zulassen, dass jeder ein eigenes Feuer entzündet und so das Gebäude in eine Rauchwolke verwandelt und Holz verbraucht. Er würde die sicherste Wohnung im Gebäude mit dem stärksten Schornstein zur Küche machen. Ein einziges Feuer würde 10 Familien ernähren und wärmen. Dies war nicht nur eine Möglichkeit, Ressourcen zu schonen, sondern auch der schnellste
beste Weg, diese Menge unter einen gemeinsamen Willen zu bringen. Wer den Tisch deckte, bestimmte auch die Regeln. 24. Die Schwachen zu schützen heißt die Festung zu schützen. Der moderne Mensch denkt, ich zuerst. Unsere Vorfahren hingegen sagten, eine Kette ist nur so stark wie ihr schwächstes Glied. Die Logik unserer Vorfahren. Wer seine Älteren vergisst, verliert sein Gedächtnis. Wer seine Kinder vergisst, verliert seine Zukunft. Optimale Lösung. Er würde die Alten und Kinder im zentralen Wohnhaus unterbringen. Warum nur aus Mitleid? Nein, die Alten besitzen jene Erfahrung der alten Welt, die unseren Vorfahren fehlte. Und die Kinder sind kleine Wächter, die die engsten Stellen des Gebäudes erreichen können. Er würde sie in den sichersten inneren Räumen unterbringen und sie wie eine Mauer aus Fleisch und Blut umgeben. Was eine Gemeinschaft zusammenhält, ist nicht geteilte Angst, sondern geschützte Werte. 25. Stille Diplomatie und der erste Schlag. Unsere Vorfahren wussten, dass Frieden nur mit Stärke bewahrt werden kann. Ahnenlogik. Wer mit einem Wolf verhandeln will, muss immer einen Stock dabei haben. Die ultimative Lösung. Fremden, die sich dem Gebäude näherten, zeigte er zwei Gesichter. Vorne eine gastfreundliche, aber distanzierte Haltung. Hinten eine abschreckende, jederzeit zum Angriff bereite Haltung. Er las die Absichten derer, die an die Tür kamen, in ihren Augen. War die Bedrohung real, wartete er nicht, bis die Tür aufgebrochen wurde. Er neutralisierte die Gefahr draußen mit der uralten Logik des Hinterhalts und Überfalls. Versteht ihr jetzt? Eure Vorfahren waren keine Einzelgänger. Sie waren die Alphas an der Spitze des Wolfsrudels. Die Stadt hat euch auseinandergerissen und jeden von euch in seine eigene kleine Betonzelle gesperrt. Doch wenn die Krise kommt, müsst ihr aus diesen Zellen ausbrechen und den Stamm wieder aufbauen. Denn in diesem Großstadtdschungel haben diejenigen, die allein überleben, den Tod nur vorübergehend hinausgezögert. Diejenigen, die im Team arbeiten, schreiben Geschichte. Der Geist eurer Vorfahren flüstert euch zu, haltet zusammen, seid diszipliniert und gebt niemals auf. Wenn ihr bis hierher gelesen habt und meine Bemühungen schätzt, abonniert bitte meinen Kanal, gebt mir ein Like und teilt das Video. Mission für heute erfüllt. Ich bin der Kommissar und immer für euch da.